Metall schneiden wie Butter und der ganze Dreck ist in einem Spänesammler. Das ist eine absolut geniale Möglichkeit, um Metall in der Werkstatt zu schneiden. Profis lieben diese Akku-Metall-Handkreissägen seit Jahren und sowas gibt es jetzt auch von Parkside. Das müssen wir natürlich unbedingt zusammen ausprobieren. Das heißt, im professionellen Bereich reden wir hier schnell von 4, 5, aber auch 700, 800 Euro würde ich niemals ausgeben. Aber für deutlich unter 100 Euro vom Parkside, da kann man das Ganze natürlich mal ausprobieren. Das ist eine PPMSA, eine Parkside Metall-Handkreissäge. Das Ganze ist ein Akkumodell, das heißt, man ist flexibel, kann damit überall arbeiten. Ich nutze schon seit Jahren Metall-Handkreissägen, um Metall in meiner Werkstatt zuzuschneiden. Schöne Lösung, macht aber auch immer unglaublich viel Dreck. Und von dieser Parkside-Säge verspreche ich mir halt, dass ich das Ganze flexibler mit einem Akku gestalten kann auf der einen Seite und auf der anderen Seite deutlich weniger Dreck habe. Im Prinzip habe ich jetzt hier eine relativ normale Akku-Handkreissäge, aber mit einigen sehr speziellen Funktionen, damit man damit deutlich besser Metall schneiden kann. Das heißt, das erste ganz große Problem, Metall ist natürlich ein Werkstoff, der deutlich mehr Kraft braucht. Ich habe ein deutlich höheres Drehmoment, auf der anderen Seite aber eine geringere Drehzahl. Ich habe hier auf der Seite die Möglichkeit, die Drehzahl einzustellen in 6 verschiedenen Stufen. Zusätzlich habe ich noch einen Eco-Modus. Der Eco-Modus wird hier nicht näher beschrieben, was der für eine Funktion hat. Ich habe hier natürlich auch die Möglichkeit, mit Bluetooth das Gerät zu connecten. Habe ich alles nicht gemacht. Gerät wirkt sehr ausgewogen. Ich habe das hier mit einem 8 Ampere-Stunden Akku versehen. Das wird auch empfohlen. Und damit kann man das Gerät problemlos noch hochheben. Hat so ungefähr 7 Kilo. Ist also auch wirklich noch ein sehr handliches Gerät. Habe den Griff hier gummiert, habe den zweiten Griff hier auch gummiert. Wirkt jetzt auch nicht günstig oder billig. Akkuaufnahme ist hier. Ich habe die Möglichkeit, die Schnitttiefe zu variieren. Habe eine Spindelarretierung. Hier vorne die Möglichkeit, einen Parallelanschlag anzuschließen. Also alles, was man von einer normalen Kreissäge kennt. Wie gesagt, nur eine geringere Drehzahl auf der einen Seite. Auf der anderen Seite halt mehr Kraft, mehr Drehmoment bei dieser geringeren Drehzahl. Und was halt so interessant ist an diesem Gerät, ist hier vorne dieser kleine Hebel. Dann habe ich hier diesen Spänekasten. Und das ist unglaublich, was sich hier drin alles so sammelt. Man hat hier ohne Ende Späne, die dann halt nicht durch die Werkstatt fliegen, die irgendwo nicht auf dem Boden liegen, sondern die alle in dieser Kiste drin sind. Und ich habe da wirklich einiges rausgeholt. Das hat mich wirklich gewundert. Wenn ich normal mit einer Akku-Handkreissäge arbeite oder mit einer normalen Kreissäge Metall zuschneide, dann fliegt mir nahezu alles durch die Gegend, dann fliegt mir alles um die Ohren. Ich kann hinterher die halbe Werkstatt sauber machen. Und das hat man mit dem Gerät nicht. Dazu zeige ich euch mal einen kleinen Versuch. Ich habe hier 3 Aluminium-Blechstreifen zugeschnitten und daran sieht man das Ergebnis wirklich richtig gut. Also die Ergebnisse, es ist so ein ganz minimaler Grat hier unten drunter. Einen Streifen habe ich mit meiner Evolution Kreissäge zugeschnitten. Damit schneide ich schon seit Jahren Metall. Ist eine schöne Lösung. Ist aber halt so, dass die halbe Werkstatt danach verdreckt ist. Und die anderen beiden Streifen, die habe ich mit dieser Akku-Metall-Kreissäge zugeschnitten. Und ich habe dann immer mal Folgendes gemacht. Also ich habe erst damit geschnitten, habe hier den Boden gefegt. Das ist dieser wunderschöne kleine Haufen. Also es ist fast wirklich nichts. Der Rest war hier in diesem Spänesammler. Und dann habe ich das Ganze mit der Evolution gemacht. Wie gesagt, hier 2 Schnitte, hier nur einen Schnitt. Und nach diesem einen Schnitt sieht die Werkstatt wirklich aus wie Sau. Das Ganze habe ich zusammengefegt und dann ist das der Haufen. Das heißt, das sind 2 Schnitte und das ist ein Schnitt. Und das ist wirklich Wahnsinn. Qualität ist ungefähr vergleichbar, aber die ganze Sauberkeit, die man hier in der Werkstatt hat, die ist wirklich wahnsinnig größer mit so einer Säge. Und darum sind diese Akku-Metallkreissägen mit diesem wunderschönen Spänesammler hier wirklich auch so beliebt. Und das finde ich natürlich auch praktisch. Ich kann mir hier schnell mal irgendwas zuschneiden, habe kein Kabel, habe nichts, habe wirklich nur dieses Akkugerät und mache deutlich weniger Dreck. Nachteil, der mir schon bei den ersten
ganzen Schnitten jetzt aufgefallen ist, ich brauche ungefähr 30 bis 40% länger. Das heißt, es ist immer noch relativ schnell, es ist aber wirklich ein bisschen langsamer. Das kabelgebundene Gerät, dieses Evolution-Gerät, das hat wirklich richtig Dampf. Damit geht es wirklich deutlich schneller. Das muss man ganz klar sagen. Aber ansonsten ist das wirklich sehr, sehr angenehm. Wenn ich mit dem Evolution-Gerät normal arbeite, dann fliegt mir wirklich auch viel Dreck um die Ohren. Und das hast du halt mit dem Gerät auch wieder nicht. Hier ist gefühlt gar nichts. Ich habe trotzdem eine Schutzhaube aufgesetzt, aber du hast nicht das Problem, dass dir irgendwo die Späne um die Ohren fliegen. Die maximale Schnitttiefe sind hier 62 mm. Da habe ich gleich mal 60 mm Vierkantrohr genommen, habe das hier abgeschnitten, habe hier verschiedene Schnitte ausgeführt und das funktioniert wirklich schon mal richtig gut. So freie Hand kriegt man es natürlich nicht hundertprozentig gerade hin. Ich nehme dann immer gerne so ein Speed Square, so einen Winkel, setze den hier an. Das kann man auch im Holzbereich schön nutzen. Das funktioniert wirklich richtig gut. Und damit kann man auch Gärungsschnitte ausführen. Ich habe hier auch 60 x 60 einfach auf Gärung zugeschnitten, funktioniert auch gut. Und wenn man sich so die Schnittergebnisse anguckt, die sind wirklich sehr, sehr sauber. Ich habe im unteren Bereich immer mal so einen ganz leichten Grat, also ich habe hier auch nichts irgendwo nachbearbeitet, da sieht man, da ist so ein ganz leichter Grat, da geht man einmal mit der Feile rüber, aber ansonsten sind das wirklich sehr saubere Schnittergebnisse. Genauso habe ich hier mal 2 mm Stahlblech zugeschnitten, da kriegt man auch wirklich sehr saubere Ergebnisse, einen richtig schönen sauberen Schnitt. Da arbeite ich gerne an einem Lineal oder Ähnlichem, dass man da irgendwo dran langzieht. Dann kriegt man wirklich sehr gerade, genaue Ergebnisse. Und wenn man auch nach Anschlag arbeitet, das geht natürlich genauso. Also es sind schöne, saubere Ergebnisse. Zwischendurch immer mal auskippen, gucken, wie viel Späne man sich da erspart hat, die nicht irgendwo in der Werkstatt rumfliegen. Und dann macht das Ganze nochmal deutlich mehr Spaß. 2-3 mm ist jetzt natürlich hier nicht so die Herausforderung. Das ist eine schöne Stahlplatte, schön verrostet, 8 mm stark. Das ist schon eine ganz andere Liga. Und wenn man sich hier auch wieder das Ergebnis anguckt, das sieht wirklich extrem sauber aus. Man hat hier nahezu keinen Grat, man hat einen sehr, sehr sauberen, sehr, sehr ordentlichen Schnitt. Und das ist halt auch so ein Riesenvorteil, wenn man mit der Kreissäge Metall zuschneidet. Man kriegt hier Ergebnisse hin. Könnte ich natürlich auch mit dem Winkelschleifer trennen, hätte ich den ganzen Staub, den ganzen Dreck in der Werkstatt, hätte ich eine sehr unsaubere Luft in der Werkstatt, die ich natürlich auch einatme. Und das hat man hier halt alles nicht. Und ein Großteil der Späne, wie gesagt, hat man alles schön in diesem Späne-Sammler, was mir wirklich persönlich so am besten gefällt. Ich habe dann auch noch mal einen U-Stahl durchgeschnitten. Das ist ein U-Stahl, der hat 160 x 70. Ich habe eine Schnitttiefe von 62 mm maximal. Da kann ich natürlich nicht komplett durchschneiden. Da habe ich das einfach so gemacht, dass ich dann hier seitlich noch mal angesetzt habe und dann habe ich das hier problemlos auch zugeschnitten. Habe hier mal 1-2 kleine Stellen, da ist es dann am Ende abgebrochen. Da habe ich eine kleine Stelle, da müsste man nacharbeiten, aber so der U-Stahl an sich hier, der sieht wirklich sehr, sehr sauber aus. Sehr schönes, sauberes Ergebnis. Hier einmal ganz leicht verkantet, aber ansonsten klappt das wirklich gut. Man muss sich ein bisschen Zeit nehmen, man muss die Maschine arbeiten lassen. Tendenziell ist es so, dass die normale kabelgebundene Kaltkreissäge, die ich habe, die schafft das ein bisschen schneller. Aber es funktioniert und die Ergebnisse sind hier wirklich alles andere als schlecht. Und wie gesagt, am besten gefällt mir das, dass die Späne so schön hier aufgesammelt werden. Ich habe dann auch noch mal versucht, 20 oder beziehungsweise sogar 25 mm ist es sogar, glaube ich, und das noch mal messen. Nee, es ist 20 mm Stahl damit zu schneiden und da war dann irgendwo Feierabend. Mit dem normalen Sägeblatt, was hier im Lieferumfang in der Maschine schon eingebaut war, habe ich hier mal versucht, Schnitte auszuführen. Das war dieser ganz kleine Schnitt hier, das war der Schnitt. Da war irgendwo Feierabend. Ich habe dann noch ein zweites Sägeblatt gehabt und das ist ebenfalls von Parkside. Das habe ich auch noch mal eingespannt, habe es damit auch noch mal versucht und damit bin ich dann irgendwann hier bis zum Ende gekommen. Also ungefähr 3/4 geschnitten und dann war wirklich Feierabend. Wenn ich da ein bisschen mehr drücke, dann schneidet die Maschine, aber dann schaltet sie auch relativ schnell ab. Also da ist irgendwo, ist da das Ende erreicht. Und das Ganze habe ich dann natürlich auch noch mal mit meiner normalen Evolution Metallkreissäge durchgeführt oder Kreissäge ist es nur, es ist keine Metallkreissäge und damit geht das Ganze problemlos. Richtig schönen Schnitt. Hat man sich zwar die ganze Werkstatt versaut, aber das Ergebnis sieht natürlich wirklich richtig toll aus. Und da ist irgendwo die Grenze bei dem Gerät
erreicht. Ich muss ganz klar sagen, es soll ja in Zukunft auch 12 Ampere-Stunden Akkus geben. Die sollen dann nochmal mehr Leistung bringen, werden natürlich ein bisschen schwerer sein. Das ist dann vielleicht eine Möglichkeit, dass das Gerät nochmal ein bisschen leistungsstärker wird. Und was ich ganz klar feststelle oder was meine Meinung ist, die Sägeblätter sind so mittelmäßig. Also das Gerät an sich ist gar nicht so verkehrt. Ich hatte jetzt kein anderes Sägeblatt da, sonst hätte ich das nochmal ausprobiert. Aber das Sägeblatt hier, das verbaut war, das hat schon bei den ersten Schnitten dann auch wirklich deutlich nachgelassen. Nachdem ich das hier alles geschnitten hatte oder so, habe ich schon das Gefühl, das hat so ein bisschen den Zenit überschritten. Habe dann hier nochmal ein ganz normales Vierkantrohr mit abgeschnitten. Und da hat man schon gemerkt, im Gegensatz zu den ersten Schnitten ist das schon mal deutlich schlechter geworden. Wenn ich da so meine Evolution Kreissäge, da habe ich das Sägeblatt mit im Lieferumfang gehabt und das benutze ich immer noch. Und damit schneide ich Metall, damit schneide ich jetzt auch hier nach 1,5, 2 Jahren noch problemlos 20 mm Stahl. Da sind das hier Sägeblätter, die haben eine ganz andere Qualität. An sich, wie gesagt, Gerät finde ich genial. Und ich finde es absolut genial, wie hier die Späne gesammelt werden. Ich finde die Ergebnisse wirklich toll. Ich habe hier wirklich eine Menge mit geschnitten. Gerade auch diese Aluminium-Blechstreifen hier. Das ist natürlich auch eine schöne Lösung. Ich kaufe mir immer 1000 mal 2000 Tafeln. Das sind diese Kleinformattafeln. Die habe ich hier in meiner Werkstatt liegen. Und dann kommt einfach die Tafel hier auf meinen Tisch und dann werden hier einfach Zuschnitte durchgeführt. Und das ist so sauber, so ordentlich. Vorher hatte ich immer das Problem, dass ich hinterher halt die halbe Werkstatt sauber machen musste. Und da ist das jetzt für mich eine deutliche Verbesserung. Ich werde noch mal gucken, wie gesagt, ob ich noch mal ein anderes Sägeblatt dafür habe. Vielleicht mache ich noch mal einen kleinen Nachtest, ob es wirklich so am Sägeblatt liegt. Ich habe hier immer schon versucht, vernünftig, ordentlich mit dem Gerät zu arbeiten. Habe auch immer mal einen Tropfen Öl drauf gemacht, einen Tropfen Schneidöl drauf gemacht, um das Ganze so ein bisschen zu minimieren von der Belastung für das Sägeblatt. Aber trotzdem muss ich sagen, Sägeblatt, das hier hat relativ schnell nachgelassen. Das zweite funktionierte dann wieder deutlich besser. Das sind so kleine Wermutstropfen, aber an sich von wegen, muss ich ganz ehrlich sagen, für den Preis, das Gerät soll deutlich unter 100 € kosten, ist ein Muster, das mir mal zur Verfügung gestellt wurde, habe ich jetzt hier ausprobiert, habe einen ehrlichen, anständigen Test gemacht, soll deutlich unter 100 € kosten und wenn man das dann so günstig kriegt, gerade für alle, die so im Metallbereich unterwegs sind oder die auch zu Hause mal so Zuschnitte durchführen wollen, da irgendwelche Projekte haben, da kriegt man schon wirklich eine tolle Qualität hin und das mit einem Akkuwerkzeug und das ohne, dass man sich viel Dreck in die Werkstatt holt. Und das ist natürlich auch eine ganz tolle Sache. Oder auch, wenn man das natürlich draußen irgendwas durchführt. Man hat nicht hinterher, dass man den ganzen Dreck und die ganzen Späne irgendwo draußen hat, sondern man hat den Großteil wirklich hier drin. Und das ist eine richtig schöne Lösung. In diesem Sinne, ich wünsche euch viel Spaß beim Schweißen, beim Metallbearbeiten. Bis dann, euer Manni.